Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, mittlerweile ist auf allen Servern das Sommer-Sammelsurium-Event am Start, ja. Und ich hatte mal meine Server durchgeschaut gehabt und habe auch schon ein, zwei Erfahrungsberichte gehört von Leuten, die auch so eine Quest hatten. Und ja, ich hatte das bei mir hier auch gesehen. Und hier sind Aufgaben dabei. Also zuallererst war ich ja eigentlich ganz gut angetan, muss ich mal so sagen, ne? Weil ich ja gestern, als ich das Video gedreht hatte, gedacht hatte, so das sind Aufgaben, die zum größten Teil, die man so nebenbei macht, die man sowieso erledigen muss, ne? Aber hier ist so eine Ausreißer-Quest immer mit am Start oder vielleicht auch mal zwei, wo, ja, weiß ich nicht, sowas wie 20 Mal im Shop blättern, das ist halt einfach außerhalb vom Epic-Event, macht das halt niemand so. Ne? Das ist halt jetzt, weiß ich nicht, ist jetzt so eine Aufgabe, die würde ich auf meinem Main jetzt für den legendären Stein nicht machen. Also die Aufgabe hier mache ich schon mal nicht. So, dann habe ich schon mal auf W50 geschaut. Hier ist es noch extremer. Hier haben wir nämlich gar kein Event, so wie es aussieht. Ja, moin. Hallo? Muss ich mal kurz reloggen hier. Ja. Auf W50 habe ich nämlich mal geschaut gehabt. Dort, jetzt hat er geladen hier. Dort, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Hör mal auf zu quatschen hier. Einfach mal 4 epische Gegenstände aus dem Laden kaufen, außerhalb vom Epic-Event, für 15 Punkte. So, jetzt, das ist eine Aufgabe, da musste ich erstmal ein bisschen doof reinschauen, so, ne? Ich meine, die anderen Sachen sind cool, ne? Das sind Aufgaben, die macht man so nebenbei, ne? Das ist ganz nice. Und, aber 4 epische Gegenstände kaufen, außerhalb vom Epic-Event, findet mal erstmal 4 epische Gegenstände außerhalb vom Epic-Event. Ich hatte mal auf W50 hier geblättert, weil ich eins fürs Klo brauchte, außerhalb von Epic-Event. Ich habe da über 200 Pilze verwendet. So, also wenn es schlecht läuft, ja, das waren glaube ich so an die 250 Pilze. Wenn es schlecht läuft, gebt ihr für die 15 Pilze hier 1000 oder 15 Punkte 1000 Pilze aus. So, das ist eine Aufgabe, die macht keiner. So, jetzt kann man natürlich mit einem Argument kommen, ja, du musst die ja auch nicht machen. So, das ist eine Aufgabe so, die muss man ja nicht machen, weil es sind ja 13 Tage Zeit und da muss man halt den nächsten Tag abwarten, bis dann eine andere Quest kommt, die man eventuell machen kann, die ein bisschen freundlicher ist. Wir können mal auf den anderen Servern schauen, wie es hier aussieht. Was haben wir hier? Blätter 20 Mal im Shop auf dem Free-to-Play-Account, auch nicht so nice. Die anderen Sachen sind geil, aber 20 Mal im Shop blättern ist jetzt auch nicht so der Burner, muss ich mal dazu sagen. Geht aber immer noch im Verhältnis zu 4 Epics finden. So, ne? Zerlege 4-mal einen Gegenstand, das ist auch okay, das ist auch nice. Ja, und das haben wir sogar schon hier erledigt. So. Das sind Aufgaben, die sind cool. Und jetzt ist aber das Problem an der Sache, wie gesagt, man kann argumentieren, man muss die nicht machen. Aber ich hoffe mal, dass nicht allzu viele von diesen unmöglichen Aufgaben kommen werden, sodass jeder die Chance hat, auch Free-to-Play diesen legendären Edelstein hier zu erreichen. Weil wenn jetzt so eine Aufgaben kommen wie das hier zum Beispiel, wie gesagt, man kann sagen so, dann lass die einfach aus, man muss die ja nicht machen und wartest nächsten Tag. Ist halt nur die Frage, ob man das denn halt auch in der Zeit schafft, denn, ne, bis zum legendären Edelstein. Und eine andere Sache, wenn man sowieso sagt, dann lass die aus oder du musst die nicht machen, dann frage ich mich eigentlich so, warum nehmt ihr die denn überhaupt rein? Ich glaube, nennt mir wirklich mal einen Spieler, der diese Aufgabe jetzt macht. So, ich glaube, es gibt keinen von euch da draußen, selbst ich mache die nicht auf W50, ich mache die Aufgabe auch mit den 20 Mal Blättern nicht auf meinem Main. Ja, also das sind halt Aufgaben, wenn man schon so eine Sachen reinnimmt, ne, wo man sagt, ja, die ist ein bisschen schwieriger, kriegst aber mehr Punkte, dann nehmt auch Sachen da rein, die man vielleicht auch erreichen kann. So, aber 4 epische Gegenstände, das ist halt einfach utopisch. Das ist halt einfach zu doll. Ne? Ja, das wollte ich nochmal loswerden. Also, wie gesagt, den Rest macht man ja so nebenbei. Ich dachte, das sind alles Aufgaben, die man so nebenbei mal macht, zum Großteil. Aber ja, ein paar Ausreißer sind damit am Start. Und ja, da muss man halt gucken. Für den Reward, den man dann bekommt,
ist das halt null worth so, ne? Ja, naja, gut, das wollte ich auf jeden Fall nur mal loswerden. Wir begeben uns weiter auf den Main. Wie gesagt, hier sind die Aufgaben sowieso für mich lachhaft, weil, ja, hier brauche ich die sowieso nicht machen, weil hier bekomme ich ja eh die legendären Edelsteine aus der Mine. Also brauche ich hier sowas auch nicht machen. Für mich ist halt jetzt in erster Linie eher das Gold interessant und das relativ weit vorne, weil ich noch nicht weiß, wie viel man da bekommen wird. Da bin ich mal gespannt, wie hoch da das angesetzt wird. Und ja, mal gucken. Gut, wir haben ja gestern im Stream relativ viele Epic-Waffen bekommen. Und Waffen sind sogar heute dran. Ja, mal nice, können wir alles zur Hexe bringen. Ja, nee, wir haben das ja aus dem Grund gemacht, weil wir vorhatten, von den Waffen uns ja, Kristalle zu gewinnen. Und ein paar Waffen habe ich auch schon verkauft. Wir hatten den Inventarslot hier. 6 Waffen hatte ich hier auch schon gehabt. Insgesamt 7 konnte ich gestern zerlegen mit den 15 Zerlegpunkten und habe schon ein paar Kristalle erfarmen können. So, jetzt in der Regel sagt man so, ja, kriege ich für meine Waffen 7300 so im Schnitt. Jetzt hatte ich mal ausgerechnet, wenn man jetzt hier, das sind ja 20 Slots, ne, wenn man jetzt mal 20 mal 7300 nimmt, um das mal so ein bisschen zu rechnen, haben wir hier 146.000 Splitter. So, jetzt muss man halt schauen, ich bekomme, ja, oder habe für eine Waffe 10 Millionen Gold ausgegeben. Ne? Das ist halt ein Skillpunkt. Also wären diese 146.000 Kristalle, wären 20 Skillpunkte gewesen vom Gold her. So, ne? Da muss man jetzt mal schauen, was lohnt sich nachher am Ende mehr. Ich glaube tatsächlich, ist es klug, wenn man jetzt diese ganzen ja, Sachen, die ich hier gekauft habe, wenn man das jetzt nicht zu häufig macht, weil am Ende des Tages mit den Würfelspieler und dem Glücksrad und den Events, wo man halt die ganzen Kristalle bekommt, bekommen wir halt so oder so immer mehr Kristalle. Also unsere Kristalle werden halt nicht weniger, sondern häufen sich immer weiter. Das heißt, auf ganz, ganz, ganz lange Sicht gesehen werden alle unsere Gegenstände sowieso plus 20 sein, was ja das Maximale ist. Das wird aber halt, wie gesagt, sehr, sehr lange dauern. So, deswegen könnte man ja jeden Skillpunkt, den man jetzt für eine Waffe ausgegeben hat, jetzt schon hier ins Attribut reinstecken, weil irgendwann früher oder später ist man ja sowieso auf 20. So, das dauert aber halt wirklich sehr, 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 sehr lange, bis man da mal hinkommt. Ne? Und ja, jetzt muss man halt mal schauen, wie viel das bringt, weil es bringt halt wirklich nur temporär was und man hat auch ein bisschen Verluste, wenn man die Sachen wieder zerlegt. So ein bisschen Verschleiß ist damit bei dem ganzen Prozedere hier. Deswegen muss man schauen, wie klug das jetzt ist, das überhaupt zu machen. So, wir brauchen für ein Upgrade bezahlen wir 82k, 83k Kristalle. Zack. So, und hier haben wir 500 jetzt für Stufe 14. Ne, die Waffe bringt natürlich nochmal deutlich mehr. Aber hier haben wir jetzt 500 und die plus 13 hat hier 457. So, das sind jetzt natürlich mehr Skillpunkte, als wir ja, jetzt durch das Gold generiert hätten. Aber wie gesagt, wir haben auch noch den Verschleiß mit dabei, falls wir wieder neue Sachen uns kaufen sollten. Und wie gesagt, früher oder später werden wir sowieso alle Sachen auf plus 20 haben. Und da könnte man jetzt alles schon in die Stats investieren. Ja, was ist jetzt empfehlenswerter? Also das Ding ist ja, erstmal würde ich euch das überhaupt nicht empfehlen, Waffen beim Epic-Event zu kaufen, nur für Kristalle. Weil die ganzen Waffen, die ihr kauft, das kostet erstmal so schon immens viele Pilze und dann müsst ihr das Aussehen der Waffe auch noch immer ändern, um auf das maximale Outcome zu gelangen, so, ne, damit ihr das Maximale rausholen könnt. Ne? Dann könnt ihr auch jetzt außerhalb von dem Schmiede-Event nur 2 Waffen am Tag zerlegen. Das heißt, wir blockieren auch relativ viel Inventarplatz, was auch wieder Skillpunkte sein könnten bei der Hexe. Ne? Das muss man halt auch noch mit reinberechnen, so. Und wie gesagt, es ist eine sehr teure, pilzintensive Angelegenheit und würde ich euch so nicht empfehlen. Ne? Ich habe es jetzt mal gemacht, um es mal auszuprobieren.
aber sonst normalerweise so hätte ich das jetzt nicht gemacht, ne? Dadurch, dass ich ja halt auch ein bisschen Support bekomme, konnte ich das auf jeden Fall mal machen. Ich wollte es immer mal machen, aber mir war es halt nie das Geld wert gewesen, so, ne? Ja, dadurch, dass ich ja jetzt gesponsert bin, konnte ich das einmal ausprobieren, um euch das auch mal vorzuführen hier, ne, wie das Ganze denn so aussieht und vor allen Dingen, was man denn auch an Skillpunkten dadurch gewinnen kann. Ne. Natürlich habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal temporären Vorteil dadurch, aber auf lange Sicht muss man schauen, weil so verstärkt ihr halt das Equipment, aber auf lange Sicht ist es besser, wenn ihr euch selbst verstärkt als euer temporäres Equipment immer. Ne. Das ist halt so die Sache. Ja. Also, am Ende des Tages bleibt zu sagen, es ist vielleicht lohnenswert, Epics zu kaufen im Epic-Event, wenn man so bis zu 12, 13 Mal verbessert. Aber alles, was da drüber geht, ist nachher schon nicht mehr worth, weil die Verbesserungen einfach zu teuer sind. Ich persönlich werde es auch so machen. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal meine ganzen Gegenstände auf plus 14 noch hochziehen. Ne? Ein paar Waffen habe ich ja noch und ein paar Kristalle bekomme ich ja auch noch. Und ja, werde alles auf plus 14 machen, eventuell noch plus 15, aber dann ist nachher dann Feierabend. So, dann reicht es dann auch, weil dann ist nachher dann bei mir auch Schluss. Da stecke ich dann lieber meine ganzen, mein ganzes Gold in die Skillpunkte, anstatt das für Waffen auszugeben. Ne? Und ja, meine Begleiter werde ich hier auch nicht verbessern. Das lohnt sich für mich eigentlich überhaupt nicht. Das kommt für mich auch gar nicht in Frage, großartig so. Das kann man machen, wenn man so wie Paul, ne, so auf einer Rekordjagd ist und der Erste sein möchte, der alle Dungeons durch hat im Spiel, dann kann man seine Begleiter verbessern. Ich habe hier auch Begleiter am Start, die sind hier, Sachen am Start, die sind hier 5-mal verbessert und so, weil das meine alten Items waren, die ich vorher anhatte, die der Marquardt jetzt hat. Aber ja, das sollte auch eher weniger der Fall sein, weil am Ende des Tages haben wir nur noch einen Dungeon hier offen und das ist halt der Olymp. Ne? Und der gibt uns halt dann temporär ein bisschen Erfahrung, aber auf lange Sicht gesehen bekommen wir dadurch halt auch wieder im Umkehrschluss schlechtere Quests, weil wir dann wieder Level aufsteigen schneller und dadurch die Quests noch schlechter werden, weil wir dann schon am Goldcap sind, aber noch weniger Erfahrung bekommen. Ne? Wir bekommen zwar noch mehr Gold bei der Goldgrube so raus, ne? Das ist ganz nice und alle anderen Ressourcen, die Gold bringend sind, aber die Quests macht ihr dadurch schlechter, wenn ihr ein höheres Level habt. Jo, gut, das war auf jeden Fall heute wieder ein sehr theoretisches Video. Ich hoffe, das hat euch aber trotzdem mal gefallen. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal euer Feedback dazu in die Kommentare. Ne? Auch was ihr davon haltet hier vom Sammelsorium. Also wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz nice, muss ich sagen, vor allen Dingen auf einem neuen Server, wenn man ja noch nicht in der Lage ist, einen legendären Stein zu bekommen, wie auf W50 jetzt, das ist super cool, aber dann bitte auch Sachen da reinmachen, die man eventuell, ja, weiß ich nicht, erreichen kann. So das Argument von wegen, ja, dann lass die Aufgabe doch einfach aus, denn ich weiß nicht, ob man auf die 13 Tage so viele Aufgaben auslassen kann und trotzdem diesen Stein bekommt hier, ne? Weil, ja, ich meine, 20 mal Blättern, das sind einfach mal 20 Pilze. Das ist aber im Vergleich hierzu einfach mal fast gar nichts so, ne? Weil man für diese 15 Punkte hier 1000 Pilze bezahlen muss. Also diese Aufgabe, ne, also die habe ich auch ganz kritisch, die muss ich ganz kritisch beobachten hier. Das macht kein Mensch. Das macht kein Mensch, ne? Das ist ja, und für den Reward ist es dann einfach viel zu wenig so. Also so eine Aufgaben wie diese hier hoffe ich, dass die nicht so häufig vorkommen werden. Und wenn doch, dann sollte man überlegen, die vielleicht ein bisschen zu regulieren. Ne? Das ist auf jeden Fall meine Meinung denn dazu. Alles klar, ja. Macht da auf jeden Fall ein paar Aufgaben da rein, die man, wie gesagt, jeden Tag schon machen muss. Sowas wie das hier ist super nice. 3 Quests zerlegen, das ist nice. So, meinetwegen kann die letzte Aufgabe auch ein bisschen teurer sein, aber wie gesagt, sowas ist hier einfach total übertrieben. Jo, das war's soweit von mir. Wie gesagt, schreibt die Kommentare gerne, was ihr dazu sagt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.